Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Hera Arms, das Link-System. Ich habe mir heute mal den Matthias von Hera Arms ins Studio geholt. Matthias, grüß dich, schön, dass Servus, du da bist. Martin. Ja, ihr habt ein neues System auf den Markt gebracht. Ihr habt ja schon neben euren Waffen natürlich ein großes Zubehörportfolio, Ganz unter anderem auch Kompensatoren und Mündungsfeuerdämpfer. Aber das Link-System ist jetzt was Neues. Gibt's so, habe ich auch noch nicht in ähnlicher Form gesehen. Also das ist schon was ein Unikat, sage ich mal. Also was ganz in gewisser Art und Weise, was Neues. Und es wird vor allem für alle, die, wie ich hier, der Max nennt mich immer der Left-Hand Martin, es wird vor allem für diejenigen, die jetzt nicht so affin sind, was das Schrauben angeht, einen großen Vorteil bringen. Aber am besten erzählst du mal selber was über das Link-System, was ihr euch dabei gedacht habt. Bisher war es ja so, wir hatten normale Kompensatoren immer mit Montage, mit Crushwasher. Der Crushwasher wurde als Quetschring, ist das ja, auf den Lauf, auf die Mündung aufgesetzt, handfest angezogen und dann bis auf die Nullstellung weitergedreht. Der Crushwasher hat sich hierbei verformt und den festen Sitz des Kompensators garantiert. Wenn man den jetzt zum Reinigen abnehmen wollen würde, muss man natürlich den Kompensator lösen. Ja. Das Lösedrehmoment ist sehr hoch. Nicht jeder Schütze konnte das zu Hause machen, weil er nicht die entsprechenden Spannvorrichtungen hatte. Und natürlich jedes Mal ein neuer Crushwasher nach dem Reinigen war fällig. Genau. Das haben wir uns jetzt in einem anderen System überlegt. Wir haben jetzt hier ganz neu 2 verschiedene Grundhalter. Also mal in die Kamera. Einmal einen Sportgrundhalter und einen Grundhalter mit Gewinde. Kommen wir dann gleich nochmal drauf, für was der ist. Dieser Grundhalter wird einmal passend auf das Mündungsgewinde aufgedreht. Es wird kein Crushwasher benutzt. Die Gewindeschulter liegt komplett passend press an dem Halter an. Somit garantieren wir, dass der Grundhalter perfekt ausgerichtet auf der Waffe drauf sitzt, insofern natürlich das Gewinde ordentlich geschnitten wurde vom Büchsenmacher oder vom Hersteller, aber das ist ja normalerweise schon bei der Herstellung geprüft und angezogen mit dem entsprechenden Drehmoment. Wer möchte, kann es natürlich auch extra nochmal verkleben, ist aber nicht notwendig. Und dann haben wir den Vorteil, der Grundhalter bleibt immer auf der Waffe drauf und jetzt können wir hergehen und haben das Vorderteil und das wird eingeschraubt. Durch das Gewinde sitzt das bombenfest natürlich drauf. Und dann haben wir den Vorteil, wir können es eindrehen, bis wir die richtige Nullposition haben, sind komplett unabhängig von dem Crushwasher oder Peelwashern und können dann durch 3 Gewindestifte, die wir hier außen haben, mit einem entsprechenden 2 mm Imbusschlüssel wie ein 3-Backen-Futter das Vorderteil im Prinzip entsprechend fixieren und so dann auch entsprechend ausrichten. Das hat natürlich den riesen Vorteil, dass du natürlich on the fly auch mal auf dem Schießstand noch mal was korrigieren kannst. Du hast eigentlich nur dieses Werkzeug hier, das ist alles, musst keinen großen Maulschlüssel mitnehmen oder brauchst keine Schraubzwinge oder sonst irgendwas, um das dann noch mal auszurichten. Und wir haben uns vorhin drüber unterhalten, es wird ja auch gerade im sportlichen Bereich, im IPSC sieht man das ja häufig, dass Kompensatoren leicht schräg verbaut werden, dass sie nicht sauber gerade drin stehen, sondern dass sie leicht nach 5, 6 Grad, 10 Grad eventuell ausgerichtet werden. Um dem Hochschlag nach rechts entgegenzuwirken, um das Ganze halt eben wieder ein bisschen auszurichten. Das ist natürlich eine feine Sache, weil dann kann man natürlich rumspielen bei der Nutzung, also natürlich nicht beim Schießen direkt, das wäre ein bisschen blöd, aber man kann auf jeden Fall ein paar Schuss machen, Waffe entladen, alles sicher machen und dann gucken, ob man das nochmal ein bisschen nachbessert und das hier halt eben ohne, dass man hinten dran viel arbeiten muss oder mit irgendwelchen Quetschringen arbeiten muss. Ganz genau. Finde ich sehr cool. Weiterer Vorteil aus sportlicher Nutzung jetzt gesehen oder auch generell für die Reinigung, ich kann den natürlich auch genauso leicht wieder entfernen. Ich gehe her, mache meine 3 Gewindestifte, löse ich. Selbst wenn der ein bisschen festgeschmoddert ist, stecke ich quasi den Schraubenzieher vielleicht quer rein, löse den, schraube den ab. Der Grundhalter bleibt immer auf der Waffe drauf und dieses Vorderteil kann ich entweder gegen eines der anderen aus unserem Portfolio wechseln oder ich nehme einfach das verschmutzte und das war immer so ein bisschen ein Problem. Die Reinigung, natürlich funktioniert es am besten eingelegt in einer Reinigungslösung oder im Ultraschallbecken, kann das Vorderteil einfach easy reinigen, ohne dass ich jedes Mal einen neuen Crushwasher montieren muss. Das ist ja auch ein gewisser Vorteil. Wie anfangs schon gesagt, nicht jeder hat die Möglichkeit, den Upper richtig zu spannen, um dann den Crushwasher auch mit dem nötigen
Drehmoment auch festzuziehen. Deswegen ist in der Regel so, dass die meisten Leute ihre Mündungskomponenten gar nicht groß sauber machen. Ne? Und dann haben wir natürlich sehr hohe Anhaftungen, die dann irgendwann teilweise auch zum Verschluss von manchen Kammern führen, weil der Dreck einfach gar nicht mehr rausgeht. Ja. Und es gibt ja viele, die ja nicht ganz so reinigungsfreundlich unterwegs sind. Zum Beispiel. Ja, und dann habt ihr jetzt natürlich hier verschiedene Aufsätze, die man da nutzen kann. Ne? Wir hatten jetzt gerade eben den Dreikammer-Kompensator, wie heißt der? Ist das CC, Competition Kompensator bei uns. CC, Competition Kompensator, genau, mit 3 Kammern. Also der ist natürlich extrem wirksam, ja, was den Rück- und Hochschlag angeht. Ihr habt aber auch noch einen kompakten Kompensator. Genau. Hier Muscle Break Short. Muscle Break Short heißt er. Bei uns, der ist so ausgelegt, dass er von der Gesamtlänge, und da kommen wir ja später drauf, deswegen haben wir auch die Schalldämpfer hier, in jeden Schalldämpfer reinpasst. Er hat die kurze Bauform, ist somit für jede Art von Expansionskammern von den gängigen Schalldämpfern geeignet und bietet auch eine gute Wirkung und ist quasi die kurze Form des Competition Kompensators. Das heißt, sehr gute Wirkung, Kompromiss, weil ich eben auch mit Schalldämpfer nutzen möchte. Und dann gibt es nochmal was, wenn ich sehr viel Schalldämpfer nutze. Ganz genau, wenn ich im Prinzip fast ausschließlich Schalldämpfer nutze, habe ich hier unsere Pepperbox, also auch nochmal in die Kamera. Die Pepperbox sorgt im Prinzip dafür, dass die Gase in der Expansionskammer des Schalldämpfers optimal verteilt werden. Deswegen die große Anzahl von Bohrungen zu allen Seiten. Wenn ich im Prinzip immer mit Schalldämpfer schieße, optimale Wahl. Das ist aber noch nicht alles. Ihr seid noch gerade ein bisschen am Testen machen. Kommt noch was, habe ich gehört? Genau. Also es kommt noch was. Wir haben zum einen hier ganz neu, tatsächlich jetzt auch erst fertig geworden, eine Version in 9 mm, die den PCC, den Standard PCC-Comp von uns zwar nicht ersetzt, aber im Prinzip ergänzt. Eine PCC-Version, die es auch dann nur in 9 mm gibt, die auch optimal für die Sportschützen geeignet ist. Die wird es auch nochmal wahrscheinlich als kurze Version geben, so dass sie die gleiche Länge hat, wie auch die anderen kurzen Muscle Break Short und auch die Pepperbox, so dass sie mit jedem Schalldämpfer genutzt werden kann. Und eventuell auch ein Mündungsfeuerdämpfer? Und ein Mündungsfeuerdämpfer, aber hier jetzt eher gesagt, bei uns heißt es ja Linearkompensator, der dann auch nochmal über das ganze System aufgeschraubt werden kann. Und jetzt kommen wir schon zu dem Aufschrauben. Wir haben einen zweiten Grundhalter, ich halte ihn auch mal in die Kamera, mit typischem M27 x 1,5 Gewinde und diesem Zahnkranz hinten drauf, passend für Schalldämpfer. Einerseits das, was wir in Zukunft noch vorhaben, um ihr mal vorwegzugreifen. Andererseits aber für die Klassiker ASE Ultra Borlock, die neuen Silent Steel oder auch Rodale Delta Lock. Passend, können direkt aufgeschraubt werden und auf dem Zahnkranz zumindest Borlock und Delta Lock verriegelt werden. Die Silent Steel werden im Prinzip einfach nur aufgeschraubt, wie bei einem Standardmündungsgewinde. Verstanden. Ja, was bleibt noch offen zu fragen? Natürlich, was für welche Gewinde wird es das geben? Der Anfang ist bei uns gemacht mit den Standardgewinden, die es bei den ARs gibt. Halbzoll mal 28, 5/8 mal 24 und M15 mal 1. Also die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen, die bei uns hier in Deutschland und in Europa supergängig sind. Im späteren Verlauf natürlich auch noch andere Gewinde, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Markteinführung mit den Standardgewinden und später wird es dann auch noch Gewinde geben wie M14 mal 1, M18, die anderen Standardgewinde, die so auf dem Markt vertreten sind und jetzt bei uns nicht im Portfolio erhältlich, was die Waffen angeht. Jetzt schauen wir uns das aber doch nochmal an, wie das an der Waffe aussehen könnte. Hier habt ihr jetzt schon aufgebaut einmal den Adapter. Genau. Und das ist jetzt der PCC. Genau. Und hier können wir zum Beispiel den Silent Steel nehmen. Der wird im Prinzip einfach nur aufgeschraubt und fertig, handfest angezogen. Genau. Und das ist auch der einzige, der jetzt nicht arretiert wird. Ne? Ganz genau. Er hat dieses System halt wie bei Mündungsgewinde wird er einfach aufgeschraubt und kann dann auch so entsprechend wieder entnommen werden. Wenn wir das gerade hier haben, das wäre vielleicht jetzt nochmal ein guter Punkt, um drüber zu sprechen. Wir hatten es vorhin, Thema Festbacken mit Schalldämpfer aufgeschoben. Genau. Das gute Thema ist, wir haben ja verschiedene Mündungsbremsen. Da holen wir uns vielleicht mal den ASE Ultra dazu, um das mal zu demonstrieren. Zum Beispiel, genau, bei verschiedenen Modellen, wie zum Beispiel dem Standard ASE Ultra Schalldämpfer, ist es so, dass die Schlüsselfläche direkt vorne ist. Und wenn ich jetzt den ASE Ultra Schalldämpfer komplett aufgeschraubt habe, dann ist die Schlüsselfläche im Schalldämpfer verschwunden. Jetzt kann es natürlich in seltenen Fällen immer vorkommen, dass
der Schalldämpfer auf der Mündungsbremse festbackt. Und dann kann ich natürlich den Schalldämpfer nicht mehr lösen, weil ich die Schlüsselfläche im Schalldämpfer drin habe. Deswegen sind wir im Prinzip hergegangen und haben, wie manche Mitbewerber auch, die längere Variante gelöst. Und die Schlüsselfläche halt außerhalb angebracht. So selten ist das gar nicht, ne? Weil du gerade gesagt hast, das kann vorkommen, ne? Aber wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Die Reinigungsmuffel, bei denen natürlich eher mit einigen gesprochen schon, mit einigen Herstellern, die haben halt auch gesagt, beziehungsweise Schalldämpferherstellern, dass da schon auch mal was losgebohrt werden musste. Ganz genau, ja. So, haben wir wieder alles schön hier. Hier, wir können auch direkt mal noch die andere Version uns anschauen, speziell für die Sportschützen. Hier jetzt montiert mit dem Grundhalter Sport, dem CC Competition Kompensator in einer rein sportlichen Ausführung, ohne Gewindeadapter. Der Sportschütze dürfte aber natürlich auch den auch benutzen, wenn er das denn gerne möchte. Genau. Vielleicht neben dem Coolness-Faktor. Ja, und was ist das Gewinde? Ja, ich habe das einfach mal so. Genau. Es ist ja tatsächlich gerade sogar, glaube ich, in der Überlegung. Es wird gerade tatsächlich angedacht, dass die Sportschützen vielleicht auch Schalldämpfer bekommen. Ich habe auch schon was munkeln hören. Aber wir sind mal positiver Dinge für die Sportschützen. Also, das ist jetzt kein Freibrief hier, dass die Sportschützen Schalldämpfer kriegen, aber man spricht bereits darüber, weil es einfach auch definitiv Sinn macht. Ja. Genau, so ist es. Ja, sonst haben wir noch irgendwas zu sagen, oder? Tatsächlich nicht. Wir machen demnächst noch ein zweites Video, wo wir auch nochmal direkt vom Schießstand uns anschauen, wie die Wirkung ist mit den verschiedenen Mündungsbremsen. Das machen wir. Und dort sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Sehr cool. Und das Ganze ist auch schon mit dem Zeitpunkt dieses Videos vermutlich in eurem Shop verfügbar. Ganz genau. In eurem Shop ist ja falsch, auf eurer Webseite. Auf unserer Webseite und über den Handel, über den Fachhandel verfügbar, ja. Cool. Ich bin sehr gespannt, wie die Dinger performen in der Live-Session, die wir noch machen werden. Das System finde ich genial, einfach weil man hier die Komponenten austauschen kann. Einen Punkt haben wir nämlich noch nicht angesprochen, gerade auch wenn man jetzt mal verschiedene Sachen ausprobieren will, Kompensator versus das. Du hast natürlich immer, wenn du eine Mündungskomponente anschaffst, hast du einen höheren Preis. Und hier hast du natürlich einmal den Preis des Grundadapters und dann hast du diese Aufsätze für vorne drauf und die sind natürlich deutlich günstiger, als wenn ich jetzt eine Komplettkomponente kaufe. Ja. Die liegen tatsächlich, die kurzen liegen bei 40% ungefähr vom Gesamtpreis und die anderen liegen ungefähr bei 50% vom Gesamtpreis des Komplettteils. Also besser kann man es nicht machen. Ich bin sehr gespannt. Ja, cool. Freut mich. Ja. Hera Arms im Internet, der Link ist hier unten zu finden. Schaut mal rein. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr sagt, wenn ihr diese Dinger testet und freut euch auf das nächste Video mit Hera Arms und dem Matthias, wenn wir die Dinger mal auf dem Schießstand ausprobieren und auch mal auf Herz und Nieren testen und bewerten. Genau. Guti, in diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.